Willkommen zu Saigon. Ho Chi Minh Stadt. Hier werde ich jetzt wunderschöne 3 Tage verbringen, ein verlängertes Wochenende und werde erst am Montag nach Da Nang zurückfliegen in Vietnam. Und das ist also ein richtiger Verkehrsknotenpunkt, denn dort ist der Ben Thanh Market, wo viele Fake-Klamotten gibt, also wo gerne Touristen einkaufen gehen. Und man sieht schon ein klein wenig die Skyline und das schlechte Wetter in Ho Chi Minh Stadt. Ich habe mich ja hier einquartiert für 3 Nächte in ein Hotel, was um und bei einem 100 € die Nacht kostet. Und das ist eine Katastrophe. Ich bin nicht mal 15 Sekunden im Zimmer gewesen und wusste, das ist kein Ort, der so viel wert ist, obwohl es unter einem Brand läuft, wo man eigentlich erwarten sollte, dass das schon ein bisschen gehobener Service ist. Was ich damit aber meine, ist nachher später mehr im Video. Dann werde ich auch eine kleine Rundtour machen mit dem Hotel, mit dem Zimmer. Das Zimmer an sich ist super, muss man ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht alles Katastrophe oder ein Schock für mich. Aber es sind so kleine Mini-Details, die ich erwarte, wenn man einen bestimmten Preis zahlt pro Nacht. Weil ich ja jetzt schon in anderen Hotels gewesen bin und das für den Preis bekommen habe. Und dann, wenn ich dann da reingehe, dann fehlt mir das. Aber wie gesagt, dazu an anderer Stelle gleich mehr. Ich bin jetzt hier am Ben Thanh Market. Ist hier oben. Ich weiß nicht, wer schon mal hier gewesen ist. Ist eine Touristensache. Wir haben auch schon mal ein Video gemacht, weil es da ganz, ganz viele, sag mal, Imitate gibt, die du kaufen kannst. Ob das jetzt Adidas, Puma, Louis Vuitton ist oder so. Das kannst du hier wirklich alles kriegen. Du solltest aber erst nur reingehen, wenn du natürlich bereit bist zu handeln. Ich bin jetzt erstmal in diese Richtung. Mein Lieblingsweg ist das. Denn dort komme ich nachher zu einem Einkaufszentrum. Mein Lieblingseinkaufszentrum hier in der Stadtzentrum, weil man dort einen wunderbaren Proteinshake bekommen kann. Und den will ich jetzt gleich haben. Am ersten Tag gleich einen reinzwitschern, weil die machen das so, dass sie Proteinshake fertig machen und dazu, ich glaube, das waren 100 Gramm Hühnchenbrust, eine gekochte, einfach mit reinhäckseln. Hört sich jetzt verrückt an, aber ist wahnsinnig gut. Hier ist sie, meine Lieblingsmall in der Stadt. Ich bin ja wirklich überhaupt nicht mehr gut, was das mit dem Namen behalten ist. Aber schaut euch mal an, wie riesengroß diese Intersection ist, also diese Kreuzung. Ich muss jetzt nur hier rein und dann muss ich irgendwo ganz nach oben, weil da ist auch ein Fitnessstudio. Und dieses Fitnessstudio, die verkaufen diese Drinks, die ich jetzt unbedingt haben will. Ich bin sichtlich berührt und geschockt zugleich. Hier ist gar nichts mehr. Hier war alles voll mit Essen. Hier waren Restaurants. Ich bin wirklich geschockt, weil ich war so sicher, jetzt kann ich mir hier meinen Proteinshake holen. Jetzt muss ich mal fragen, wo die das hin verlagert haben. Ey, frag mich nicht, warum das so interessant ist, aber die testen hier anscheinend eine neue Wasserkanone. Wahrscheinlich ist das für Brände. Oder es hat hier gebrannt. Ich meine, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen. Aber so sieht das aus. Die Air Core heißt es. Und die schießt einfach da oben in die Luft. Ich kenne die Bedeutung leider nicht. Vielleicht ist es auch nur eine Übung. Ich versuche das mal so gut wie möglich einzufangen. Seht ihr das? Vielleicht ist es wirklich nur eine Übung, dass sie einfach mal eine Show machen. Ach, guck mal da vorne. Da sind wirklich Leute, die das bewerten. Ja, krass. Also es ist wieder ein Wettbewerb. Also Da Nang hat einen Wettbewerb, wo es darum geht, Militär, wo die ganzen Spezialeinheiten aus Vietnam zusammenkommen in Da Nang für so einen Wettbewerb. Und die haben hier einfach mal einen Wettbewerb mit Feuerwehrleuten. Ich bin jetzt auch hier auf der Straße, auf dem Platz, die wohl wahrscheinlich am berühmtesten ist hier in Saigon, beziehungsweise Ho Chi Minh Stadt. Das geht da bis da runter. Aber ihr seht, wie viel Fläche hier ist. Das, was ihr jetzt sehen würdet, ist wahrscheinlich mit das meistgefilmste Gebäude, was es in Ho Chi Minh Stadt gibt. Weil es ist eigentlich wahrscheinlich mal ein Apartmenthaus gewesen. Und da haben sich jetzt einfach auf allen Seiten Cafés reingelassen. Gibt's viele Videos dazu. Immer gut, muss man möchten.
Der Eingang ist da vorne und ich weiß, dass immer tagsüber da einer steht, der für den Fahrstuhl Geld haben will. Also seid da nicht verwundert, wenn da jetzt irgendwie eine Privatperson steht, der meint, er will Geld haben. Ich weiß nicht, ob es offiziell ist oder nicht offiziell. Er redet dann von was von Maintenance und sowas alles. Deswegen, aber ihr werdet auch nicht arm. Ich bin der Meinung, es sind 20.000 vielleicht oder 30.000 Dong, was 1 Euro betrifft. Und da, wo ihr jetzt diese kleine Minischlange seht, mit dem blauen Schild, Kufo Fan Hoa, da ist der Eingang zu dem Fahrstuhl. Und hier drüben ist dann auch diese, ich weiß nicht mal mehr, was das war, ein Gemeindehaus, Postoffice oder vielleicht auch eine Bibliothek, wo auch Onkel Ho vorsteht, mit seiner Statue. Abends ist hier richtig was los, weil das ist eigentlich ein sozialer Platz. Hier sind viele Leute, die chillen einfach, wenn das Wetter gut ist. Ihr seht ja, dass es regnet gerade. Die chillen hier, haben eine gute Zeit. Es gibt ein paar Verkäufer, die hier sind mit ihre, ob das jetzt Getränke essen oder auch diesen Gimmicks sind. Die kennt ihr ja aus diesen Urlaubsstädten. Und hier gibt es sogar eine U-Bahn. Und eine U-Bahn-Station ist da vorne. Da kann man sogar mitfahren. Da hat der Sammy und ich mal in der Vergangenheit, als wir hier waren und Saigon mal ein Video drüber gemacht haben, sind wir sogar mit der U-Bahn gefahren. War super sauber, super günstig und super schnell. Also kann man nichts zu sagen. Aber dennoch muss ich jetzt noch was zu essen suchen. Und ich habe große Hoffnung, weil da vorne ist die Vincom Plaza. Kann man jetzt von hier nicht sehen. Die ist ein bisschen mehr da. Rechts in der Ecke. Muss ich ein bisschen laufen. Das wäre jetzt diese Gebäude, die ihr seht, die diese Skidinger da oben drauf haben. Das müsste das sein. Und ich hoffe, dass die dort ein Restaurant drin haben, wo die ein bisschen Proteine reinzwitschern. Habe ich noch nicht gehabt, muss ich unbedingt haben. Aber jetzt schaut doch mal, das ist doch so schön, oder? Wenn ihr mein Gesicht rausnimmt natürlich oder auch drinnen lässt. Alle, die gesagt haben, drinnen lassen, nur Liebe für euch. Muss ich euch unbedingt zeigen. Ich bin ja so leicht zu catchen mit Architektur. Nicht, dass ich davon Ahnung habe, aber ich mag das voll gerne anschauen. Und das ist hier so eine Gegend, wo viele Häuser stehen. Ich will jetzt nicht sagen aus der Zeit, wo die Franzosen und Amerikaner hier rumgeeiert sind. Aber einige dieser Gebäude, die haben schon was. Jetzt nicht unbedingt das hier, aber die Opera oder das Gebäude dahinter oder das Hotel Continental Saigon. Dann kommen wir hier zu so, das sieht aus wie Sandstein. Also Architekten unter euch werden das wahrscheinlich wissen. Sowas catcht mich immer. Und das, was ich definitiv empfehlen kann, und das werdet ihr jedes Mal hören, ist hier City Sightseeing. Ich kann euch das empfehlen, dieses Ticket nehmen, wenn das Wetter gut ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es kostet, aber hier in Vietnam, denke ich, ist es relativ preiswert im Gegensatz zu Barcelona, Madrid. Und der fährt euch einmal genau durch die ganze Stadt, wo es wichtig ist, was man gesehen haben soll. Du kannst aussteigen, das begutachten und wieder einsteigen. Also ist ein absolutes Must, meiner Meinung nach. Könntet ihr mal reinschreiben, wer von euch ist auch so ein Verrückter, geht in diese Busse und holt sich dann noch dieses Audio-Ding, das sind ja nur die Kopfhörer, und hört die ganze Geschichte dazu, historische Berichte. Ach, wie ich das liebe. Ich bin gerade hier in so ein Restaurant reingegangen. Und So the 399. Okay. We will serve beef for you first. yes, Okay. And we have the drinks menu here. it's on the back, right? Yeah. Could I have one Coke Zero? Yeah. It okay. would be perfect. So the 399 also include all of this is over there. Yeah. Like kimchi sauce, some salad bar, and the dessert, right? Yes. Okay. But drinks, ice cream, sauce, and tissue are not included. This is perfect. Okay, I yeah. understand. Okay. So now you can get some sauce and salad bar over there first. Yes. Yeah. Okay. Thank you. And where I can choose my meat? We will serve all kinds of meat for the first round first. So I have a taste of all of it. Okay, yeah, so and then if you want to choose more anything, you Yeah. can order more unlimited. Okay, awesome. Thank Ja, you. okay. So I get. Ja. Ich bekomme jetzt alles einmal geliefert und dann kann ich wissen, was ich Maybe will. one by one first. Is Of okay? course, of course, of Yeah, course. yeah. Yeah. Okay, we have the bell here. If you need some help, you can call me. Awesome. Yeah, I will do it. Thank you. Yeah, thank you so much, sir. Yeah. Hey, Have und a good meal. thank you. Und das war gerade so ein kleiner Schocker-Moment. Ich bin reingekommen in die Mall und da ist der Strom ausgefallen. Und dann stehe ich da gerade und wähle gerade dieses Menü aus, was ihr mitbekommen habt. Und dann geht schon wieder das Licht aus. Also ich hoffe, während ich jetzt gleich mein Essen bekomme, dass ich keinen Stromausfall mehr habe. Ansonsten bin ich aufgeschmissen.
Aber vielleicht nochmal, wenn es noch nicht so durchgekommen ist, es gibt hier mehrere Möglichkeiten, so eine Buffets zu machen. Sie hat mir jetzt dieses hier empfohlen für 3,99, weil am Ende des Tages wird das alles geliefert. Ich bin nicht so auf Schwein, also auf Pork oder sowas. Und diese Hai San ist Seafood. Ich will lieber sowas haben. Und dann seht ihr, der Preis ist 399.000. Das wären jetzt 10 Euro, 13 Euro, sagen wir mal 13,30 Euro, wenn wir 30.000 Dong 1 Euro zur Grundlage nehmen. Das Video von heute, was haben wir denn heute für ein Datum? Das ist der 31. Juli, bin ich der Meinung. Falls du das Video mal irgendwann später in der Zukunft anschaust. So günstig ist es dann oder preiswert ist es dann hier in Vietnam. Und ich halt jetzt erstmal reinhauen und es mir gut gehen lassen mit einem Barbecue All You Can Eat. Naja gut, bevor ich erstmal reinhaue, möchte ich euch das natürlich auch zeigen, was das für eine Auswahl ist. Das ist alles inklusive. Hier sind dann das, was sie sagte mit den Soßen. Und man kriegt anscheinend, ich weiß es nicht, ne? Ist nicht für mich, aber du kriegst hier Mochis, Eiscreme. Kann man sich anscheinend auch aussuchen. Seht ihr das? Ich meine, für mich ist es leider nichts. Dann gibt es hier Gelatine. Ich glaube, Wackelpeter heißt es bei uns oder so. Relativ viel. Habe ich nie wirklich was gegessen von. Aber das kennt ja jeder hier. Oh. Schön. Ein paar Würstchen. Because I have a friend who is so into sausages, is Luke from Australia. Einige werden ihn von euch kennen, so some of you will know him, but he is an expert in sausages. Ich sage das natürlich nur so, um ihn zu ärgern, weil er hat das mal angefangen. Ja, und dann gehe ich noch mal kurz rum. Dann gibt es noch Reis und ein Banbao oder sowas. Also ich werde jetzt erstmal ein paar Sachen nehmen und dann am Tisch gehen wieder. Hey, ich weiß jetzt nicht, ob das ein gutes Zeichen ist, aber anscheinend ist das so, wenn ihr so ein Käsetoni hier rumsitzt, hat die mir jetzt gerade geholfen, das zu grillen, weil ich anscheinend nicht so aussehe, als ob ich das kann. Was ja auch gut ist. Normalerweise machen die das gar nicht, aber ich habe jetzt das erste geschafft. Und ich muss sagen, die Qualität vom Fleisch bisher bombenmäßig. Und so wie es aussieht, wurde das jetzt auch gefixt. Jetzt wird es richtig warm hier vor mir. Und ich werde mal zusehen. Oh, ist das lecker. Ich hoffe, ihr bekommt jetzt auch Hunger, weil das ist die Strafe. Ey, das ist wirklich so gut. Also muss ich wirklich sagen, auch gerade die Soße. Ich habe eine neue für mich gerade entdeckt. Das ist diese grüne hier. Die schmeckt so, so gut. Und normalerweise ist es so, dass die Leute hier wirklich alleine kochen müssen. Aber die Dame hilft mir die ganze Zeit, kocht für mich, was wahrscheinlich auch schon extra Service ist. Ich habe ihr gerade eben schon mal 50.000 gegeben, Dong als Trinkgeld, aber ich werde ihr jetzt noch mal was zuschieben. Warte mal, ich zeige euch das mal. Aber ich mache das auch heimlich, weil ich möchte nicht, dass es jemand sieht, weißt du? Okay. Because you're helping me. Thank you. So, jetzt habe ich ihr nochmal 100 gegeben. Ich hoffe, ich habe ihren Tag damit ein bisschen gerettet, dass sie sich dann 150.000, was auch immer sie damit machen kann. Ich werde jetzt hier weiter essen. Ist wirklich richtig, richtig gut. Ist King Barbecue. Also, wenn ihr mal hier seid, könnt ihr euch das gerne mal gönnen. Ist wirklich sehr gut. Ey, das ist jetzt wirklich sehr süß, denn ich saß hier am Essen, bin ja reingegangen und dann wurde ich begrüßt von 2 jungen Mädchen. Und dann habe ich einfach auch so Ciao M gesagt und dann haben die sich gefreut. Und jetzt sind sie gerade bei mir am Tisch und wir haben ein wenig gesprochen. Aber ich würde sie gerne euch mal ein bisschen vorstellen. Hallo. Hello. Hello. How are you? Okay, I'm great. You're great. Yes. So you told me you will go back to Germany, right? Yeah. And for how long you live in Germany now? Like one or 2 years. 1 or 2 years. And Yeah. do you like it in Germany? Yeah, I very like it. It's very fantastic. It's amazing to hear. Yeah. It's close by Frankfurt, right? Yeah. And about you, you stay here in Vietnam? You Yeah. live in Vietnam? Yes. And how do you feel when she go back to Germany? Oh, I'm happy, and when I see her in the airport, I think I can cry in the next. Oh my God, I can say, I can describe it.
it's terrible. I see. When I see it, I think I can cry. I say, oh, Mei, I miss you. Do you miss me? Yes. You miss her? Yeah. I think he's lying. No, I'm not lying. She's lying. It's not true. I miss her. No, she's lying. I'm true. No. No way. It's cringe. She don't like me. Das sind definitiv die besten Freundinnen, die man sich wahrscheinlich vorstellen kann. Und ich hoffe, dass Sie sich das Video natürlich anschauen, wenn sie dann nachher wieder in Deutschland ist. Und ich werde das hochladen. Ich habe natürlich auch vorher bei den Eltern um Erlaubnis gefragt, weil da vorne sitzt auch die Mutter. Und bin vorher erstmal rübergegangen, ob das erlaubt ist. Na, also, ich wollte euch das nur mal vorstellen, was für schöne Momente hier in Vietnam auch passieren können. Dass man angesprochen wird und dass man eine schöne Konversation hat mit jungen Menschen. Wow, schaut euch das an. Alleine diese Szenerie. Ne? Es regnet gerade wie an Bindfäden. Das kann man wahrscheinlich gar nicht auf der Kamera sehen. Aber ich habe hier natürlich einen wunderschönen Platz gefunden, wo ich jetzt erstmal untergekommen bin, um dieses Wetter auf der einen Seite zu genießen, weil es ist auch eine kleine Ruhe, obwohl ihr das ganze Hupen gehört, aber mir gefällt das total. Ich bin ja ein absoluter Mega-Fan, das habe ich ja schon mal gesagt, von diesen architektonischen Sachen hier. Und diesem Himmel gerade. Erinnert mich ein bisschen an Hamburg, ne? Das ist so richtig schönes Hamburger Wetter. Schön im Sommer. So, und wie versprochen, jetzt einmal mein Hotelzimmer, wo ich sagen muss, hat mich getroffen wie ein Schlag. Ich meine, gut, das ist jetzt Badezimmer, das ist relativ groß. Jetzt nichts Besonderes, muss ich sagen. Kommst rein, hast einen riesigen Raum. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie viele Quadratmeter das sind. Ein schönes Bett, ich war noch nicht drauf. Hast eine schöne Ecke zum Sitzen. Du hast eine schöne Sache zum Sitzen, zum Arbeiten. Das habe ich vorher schon gewusst. Das war auch in den Bildern, wenn man es gebucht hat, zu sehen. Also das müsst ihr euch mal vorstellen, wenn ihr... Da hätte ich ja wirklich noch ein paar Euros ausgeben. Weil, guck mal, wenn du hier sitzt, das ist wirklich fast Realität. Du sitzt hier und guckst auf dem iPhone 14 Pro Max. Also dafür, und da sage ich euch auch gleich, was das pro Nacht kostet, das hier hätte definitiv größer sein müssen. Naja, ich habe eine Park View Suite gekauft für die Nächte. Für 3 Stück habe ich das gemacht. An sich finde ich den Raum sehr schön. Ja. Ist ein bisschen auch da diese kleinen Macken, dass sowas nicht ausgebessert wird, dafür, dass man den Preis, den ich euch gleich nenne, bezahlt. Und das, was mich am meisten gekillt hat, ist das. Erinnert euch, ich habe gesagt, ich habe ein Zimmer mit Park View und habe auch eins mit Park View bezahlt. Jetzt frage ich mich natürlich, wo ist der Park View? Ich meine, ich sehe hier Bäume und das war's. Und dann sehe ich da unten ein schönes Home-Café oder sowas. Aber ich weiß, natürlich ist der Park dahinter. Aber du kannst auch nicht ein Park View verkaufen, wenn du auf Bäume guckst. Naja, habe natürlich mich direkt, als sie meine Telefonnummer, haben sie mir eine WhatsApp geschrieben, habe ich denen gleich geschrieben. Und dann wollen sie es natürlich jetzt besser machen. Aber ich muss das wirklich sagen, vielleicht bin ich auch penibel bei sowas. Für mich ist das hier schon gelaufen. Ich würde das niemals weiterempfehlen. Weil auch, vielleicht mal zum Preis, damit man jetzt nicht denkt, das sind 20 Euro oder so. Das hat hier $100 die Nacht gekostet. Und wir sind hier in Vietnam, Saigon, im District 1. Und der meinte dann auch, das gibt ja Complementaries, also sprich hier Wasser. Also eigentlich relativ normal, was es hier so gibt, ja. Und das, was ich nicht so gut fand, ist, du hast hier einen Kühlschrank, da ist einfach nichts drin. Und ich muss das ja mit meinen ich muss das ja mit meinen Erlebnissen aus zum Beispiel Bangkok und anderen Ländern teilen. Wenn du da ab 100, 150 pro Nacht ausgibst, da kriegst du irgendwie ein bisschen mehr. Also ein bisschen mehr. Der Raum an sich ist wunderschön, muss ich sagen. Ein paar kleine Macken, aber da kannst du ja drüber weggucken. Ist an sich eine schöne Sache, aber das Verkaufen mit Parkview, und dann guckst du hier auf so 2 vergammelte Bäume. Ich meine, gut, das sind keine vergammelten Bäume. Das fand ich dann schon hart. Dann haben sie mir irgendwas angeboten. Ja, morgen kannst du umziehen in den 3. Stock. Werde ich definitiv nicht in Anspruch nehmen. Das ist eigentlich so diese Kleinigkeiten, die mich ein bisschen nerven.
Aber was sagt ihr? Also stört euch das mit diesem Parkview, dass ihr keine Parkview habt? Und wie findet ihr das mit dem Zimmer? Sagt mir das mal in die Kommentare, ob ihr das einen guten Deal findet oder nicht. Eine kleine Sache noch, bevor ich diesen Raum hier abschließe. Im Internet bei trip.com konnte ich das buchen und da stand ein normaler, regulärer Preis von 6 Millionen pro Nacht. Und weil irgendwelche Offers gewesen sind, das ist natürlich auch ein bisschen Marketing, ist das dann so bei 2 Millionen, glaube ich, rausgekommen. Bei 2,5 Millionen, also $100 pro Nacht rausgekommen. Man muss sich aber vorstellen, normalerweise wollen die, auch wenn es Marketing ist, über 6 Millionen pro Nacht. Ja, also jetzt ist es geschafft. Ich habe mich doch wie in alter guter deutscher Manier habe ich mich beschwert, dass so viele Sachen einfach nicht funktioniert haben. Also das alles ist super funktioniert, aber keine Aussicht, der kleine Fernsehen, dann keine Complimentaries. Dann sollst du hier runtergehen und dir sollst du so eine Nüsse kaufen und das Wasser. Also das ist, ja, auf jeden Fall habe ich mich beschwert und oder andersrum meinen Unmut zur Äußerung gebracht und sagt man doch so, ne? Ja, genau. Und jetzt bin ich auf dem Weg in ein anderes Hotel, das auch zu dieser M-Village-Gruppe gehört. Und die haben mir das vorher geschickt und ja, werden wir mal sehen, ob das wirklich ein Upgrade ist. Also ich warte jetzt auf mein Taxi und dann geht's ins neue Hotel und es ist jetzt 20:17 Uhr. Das ist das, was das Hotel jetzt für mich möglich gemacht hat natürlich, weil ich unsere deutschen Gene nicht verleugnet habe und mich in anderen Worten meinen Unmut mitgeteilt habe. Dann haben die mich einfach in ein anderes Hotel der Kette, M-Village, hier in Ho Chi Minh Stadt gebracht. Und das ist das, was ich bekommen habe. Also das wäre der Wohnzimmerbereich. Die haben eine Küche, das muss man sich vorstellen, es ist so ein Studio-Apartment. Es kostet ein bisschen mehr als das, was ich bezahlt habe, zumindest auf der Internetplattform. Ganz normal Toilette. Da kannst du dann deiner Frau, Partnerin oder Partner, wie auch immer, schön zugucken beim Duschen. Wenn sie da keinen Bock drauf hat, kann sie es natürlich runterziehen. Und hier ist dann das Bett. Plus diese Aussicht. Ich bin absoluter Freund von keine Gardinen. Ich weiß, viele mögen das gar nicht. Aber ich habe mir mal gesagt, wenn einer mit einem Fernglas gucken will und dann auf so einem Käsetoni wie mich, dann soll er seinen Spaß haben. Aber das ist dann die Aussicht. Abends sieht es nochmal richtig schick aus. Also es sieht jetzt schon toll aus, aber es sieht wirklich abends nochmal sehr, sehr schön aus. Da ist ja das Restaurant drin, der King Barbecue, wo ich gewesen bin. Und das ist auch da vorne direkt die Straße mit dem Post Office, wenn ich mich recht erinnere, oder Bibliothek. Diese schöne Promenade, die es dann da runter geht. Und hier seht ihr, das ist so schön High-Rise im District 1. Also am Ende des Tages hat sich das doch für mich gelohnt, dass ich einmal meinen Unmut klargemacht habe, aber in einer freundlichen Art und Weise. Und das jetzt nicht gesagt habe, okay, lass mal 5 gerade sein, weil ab so einem gewissen Preispunkt, muss ich leider sagen, da akzeptiere ich das dann nicht. Aber das ist für mich jetzt erstmal Tag 1, denn ich habe schon eine Nacht hier verbracht. Und jetzt geht es erstmal in die Stadt, denn es ist immer noch nicht gelöst, das Proteinproblem. Jo, das ist meine neue, ich sag mal, Nachbarschaft die nächsten 3 Nächte. Und das Interessante ist, es ist direkt hinter der Mall. Da war ich ja gestern essen. Und der Umzug hat mich sozusagen viel, viel näher, ich sage jetzt mal, an den Stadtkern gebracht. Es gibt da vorne noch die Opera, also da, wo ich auch gestern Cappuccino getrunken habe. Das finde ich eigentlich sehr, sehr, sehr schön. Sehr schöne Ecke. Hinter mir befindet sich, das werde ich vielleicht heute Abend mal besuchen, auch das japanische Viertel. Und das japanische Viertel hier in Saigon, in Ho Chi Minh Stadt, ist dafür bekannt, dass es viel Erwachsenen-Content bietet, aber es auch sehr gute Restaurants da drin geben soll. Und ich gehe natürlich nur dahin für die Restaurants, weil es gibt da so ein paar japanische Spezialitäten. Ich möchte da mal reinlaufen. Filmen wird wahrscheinlich nichts werden, weil auch einfach die Integrität der Frauen zu schützen, die da arbeiten. Aber das wird dann die da hinten passieren. Ich bin jetzt erstmal schön auf einem Stroll, sagt man ja, auf einem kleinen Spaziergang. Und als hätte es nicht besser sein können,
das Wetter im Moment ist geküsst. Also, ja, Habibi, yeah. Da stehe ich gerade in dieser scheiß Pfütze, völlig unbeachtet und jetzt bin ich überall nass. Guck dir, Ja, ich hätte besser aufpassen müssen. Jetzt habe ich die ganze Scheiße entschuldigen Sie bitte natürlich, aber jetzt habe ich den ganzen Mist an meiner Wade und an meinen Schuhen. Also hier fehlt es gerade wirklich an gar nichts. Ne? Ich habe ja die Luxusmarken schon überall gesehen, ob das jetzt Breitling ist, die Sachen, die Frauen immer gerne einkaufen. Ich habe Louis Vuitton und so. Gibt es wirklich sehr, sehr viel. Das ist immer der Punkt, der ein wenig wundert, weil man ja weiß, dass Vietnam kommunistisch eingestellt ist. Also, dass du dann trotzdem so viele Luxusmarken hier hast. Und hier ist einer der ersten Barbers, die ich jemals benutzt habe. Der ist jetzt auch nicht günstig im Vergleich zu Vietnam, aber sicherlich normal im Vergleich zu Saigon, Ho Chi Minh Stadt. Und der Weg, um dort reinzukommen, ist, du musst in diesen Tunnel rein und dann irgendwelche Schlängeltreppen gehen. Und die haben da oben ein Café und eben einen Friseur. Sehr, sehr interessanter Laden. Der ist auch bei uns im Google Maps Guide drin von Sammy und Markus, weil die Arbeit, das Design mich damals total überzeugt hat. Ist das mal ein bisschen anders mit Vlog. Eine Mischung zwischen was ich erlebe, was ich sehe und ein bisschen was ich erkunde letztendlich. Wie die Straßen hier heißen, falls jemand hier sich auskennt, das ist die Dong Hoi in Dong Du. Ich weiß nicht mal, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Und das ist immer das, was mir Sammy sagt. Die machen sich jetzt ready für die Sturmsaison, dass sie jetzt diese überflüssigen Äste abschneiden, weil die dann nachher wahrscheinlich unnötig rumfliegen, wenn der Wind anfängt oder der Sturm. Es gibt oftmals auch hier in der Stadt, obwohl die so eine Systeme haben, gibt es oftmals Überflutungen auf der Straße und das nur von ein paar Minuten Regenschauer, da die Regenschauer hier richtig schlimm sind. Oder sagen wir mal schlimm, sie sind sehr, sehr intensiv, sagen wir mal lieber so. Ich bin auch hier in der Nähe von diesem einen berühmten Platz, den ich euch schon mal vorher gezeigt habe, der diese, ich sage jetzt mal, Promenade hergibt, die wirklich sehr schön ist. Also wenn das Wetter passt und man da ein bisschen spazieren geht, ist das traumhaft, weil es ist am Ende, wäre das jetzt hier, also diese Nebenstraße bin ich gerade, da muss man nur da vorne einmal rüber gehen und dann ist man direkt auf der Straße. Ich habe mich aber entschlossen, mal hier ein bisschen rumzulaufen, um ein paar Sachen zu entdecken. Und das ist halt der Mega-Charme so einer Großstadt. Ne? Du hast diese riesigen Gebäude, diese auch schönen Gebäude, die hier architektonisch angelegt wurden. Ja, ich finde es einfach auf jeden Fall interessant. Ich hoffe, euch gefällt es auch, mal so eine kleine Minitour in so einem Vlog zu haben. Für jemanden, der vielleicht noch nicht in Ho Chi Minh City gewesen ist oder Ho Chi Minh Stadt. Wir haben ein paar Videos auf Sammy und Markus gemacht, falls euch das mehr interessiert, dass ihr da mal einen kleinen Blick reinmacht. Da zeigen wir auch, hey, wie kommt man in Saigon an, also Ho Chi Minh Stadt? Was sind die ersten Schritte? Wo kriegst du Geld? Wo sind die Automaten, die jetzt keine Gebühren kosten? Also keine Gebühren von der Bank. Deine Bank macht vielleicht noch mal ein bisschen extra oder macht einen Wechselkurs. Das kann natürlich alles sein. Aber da hinten ist schon wieder ein Rolex-Laden. Und hier, DHL. Das ist ja nice. Ich meine, mir wurde damals meine Wise-Karte auch per DHL geschickt und kam echt ein gelbes... Oh! Schaut mal. German Sausage. The Original German Restaurant. Seit 1992. Dück. Das ist auch, ich meine, jetzt mit meinen begrenzten Möglichkeiten. Duc Bao. Duc heißt Deutschland. Interessant. Was haben die denn hier so? Es kann doch nur ein Deutscher sein oder ein Deutsch-Vietnamese. Erdinger. So sieht die Karte aus. Mal sehen, was die so haben. Ah, schau mal. Das ist doch eine Currywurst. Das sind 270.000. Das sind
8 Euro ungefähr. Wenn die Wurst natürlich aus Deutschland kommt oder eine Wurstplatte, dann wäre das natürlich super interessant. Vielleicht schaffe ich das mal zu probieren hier. Weil wir müssen unsere Jungs und Mädels unterstützen im Ausland, das wisst ihr ja wohl, ne? Weil da gehört schon ziemlich viel Mut zu, sich auf ein Restaurant aufzumachen in einem Land, wo es auch natürlich bergunter gehen kann, weil vielleicht keiner zu euch zum Essen kommt. Okay. Also hier gibt es ja wirklich viele Hotels, muss ich ja sagen. Saigon Group. 5 Sterne, sagen die. Sieht auf jeden Fall schon mal krass aus, oder? Also, ich weiß natürlich nicht, wie es von drinnen aussieht. Oh no, thank you very much. Oh, thank you very much. I don't need cards, thank you. Ja, aber was mir auch aufgefallen ist, jetzt unabhängig der Straßenverkäufer oder Verkäuferinnen, hier gibt es auch Leute, die betteln. Also, ich habe jetzt bestimmt schon 2, 3 Leute gesehen, die hier irgendwo rumsitzen oder liegen und versuchen zu betteln. Und das ist für mich eine komplett neue Erfahrung. Und manchmal interessieren mich die Storys dieser Menschen auch. Auch dieser Frauen, die es in Da Nang gibt zum Beispiel, die den ganzen Tag nichts macht, außer mit ihrem Wagen rumfährt. Chawan, die dann rumfahren und fragen so, nicht fragen, sondern ihren Bang Seo verkaufen oder Banbei, ja, Banbao Day. Obwohl das meistens Männer sind. Aber bei den Frauen interessiert mich das schon. Wie es dazu gekommen ist, warum sie es machen. Vielleicht ist es auch nur Spaß. Das ist ja DHL auf Vietnamesisch. Das ist Shopee. Und der guckt jetzt gerade, wo er hin muss mit seinen Paketen. Ich bewege mich jetzt gerade wieder auf den Langplatz zu. Also sprich diese wunderschöne Promenade. Also mir gefällt das total gut. Sollte ich jetzt kurzfristig entscheiden müssen, wo möchte ich in diesem Land leben, dann wäre es definitiv irgendwo hier im Zentrum, weil ich das aktuell sehr, sehr angenehm finde, weil du gehst raus und hast alles. Aber da werde ich mal den Oliver fragen nachher, was er dazu der Sache meint. Und ich hoffe auch jetzt ganz ehrlich, dass dieser Vlog ankommen wird, weil ich bin mir an diesem Punkt noch unsicher. Ich bin mir unsicher, ob ich lieber kurze Vlogs machen soll oder so ein massives Ding, was 2 Stunden gehen kann. Oder ich mache aus einem Trip mehrere Videos, so Part 1, Part 2, Part 3. Also wenn ihr das seht, gebt mal gerne euer Feedback rein. Ich weiß, ich frage in letzter Zeit relativ häufig danach. Das wird sicherlich auch mal weniger werden. Aber ich bin halt wirklich sehr daran interessiert, die besten Vlogs zu machen, die entertaining sind, die eine gute Laune verbreiten und die auch ein bisschen was über das Land, wo ich mich gerade aufhalte, euch dann näher bringen. Und vielleicht ist es ja mal was dabei, dass ihr sagt, mein Gott, warum nicht? Dieses Ho Chi Minh Stadt ist genau das, was ich möchte. Ich werde jetzt noch mal hier hochgehen und werde euch diesen wunderschönen View gönnen, weil es gibt wirklich, also diese Stadt hat wirklich so viel zu bieten. Und das ist auch ein Laden, der dazwischen ist, mit dem Baum davor, The Central Gangs. Der ist proppenvoll, der Laden. Das lohnt sich auch, dahin zu gehen, wenn man auf Party machen möchte, also eine gute Gesellschaft haben möchte. Der Laden ist voll auf mehreren Stockwerken. Mehrere, ich jetzt übertreibe schon wieder, es sind 2 oder 3 Stockwerke. Aber da ist immer was los. Also da wird schön Mut Hai Ba Yo gesagt. Mut Hai Ba, 1, 2, 3, Prost. Mut Hai Ba Yo. Hello. No, I don't need clean my shoes. Oh, okay, okay. No, it's only sport shoe. No problem, ma. No money, ma. No, thank you. It's no problem. Thank you very much. Ich denke mal, wenn du da gewohnst, ne, in dem Gebäude, hast du auch gewonnen. Hast du die schönste Aussicht immer, jeden Tag. Also wenn man das gerne mag, so Großstadt. Wenn ich in diese Richtung gehe, da komme ich zur anderen Mall, die leider meinen Proteinshake nicht mehr hat. Und wenn ihr mal wirklich in Vietnam sein sollte und ihr sucht nach einem Restaurant, dann ist es Na Hang. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Na Hang. Das kann man, glaube ich, da vorne ganz gut sehen. Bei dem Gelben. Da steht Restaurant und Café. Und daneben, also links daneben, das Chow Café.
steht dann Nahang, Restaurant und Café. Ich hoffe, das ist das Wort des Tages. Nahang. Restaurant. Ihr seht, 6 Monate Language, also Sprache lernen, war nicht umsonst. So, ich habe mir jetzt hier einen Cappuccino geholt und jetzt komme ich aber doch mal dazu, dass ich die Schuhe reinigen lasse, weil ich trinke jetzt sowieso einen Kaffee und deswegen werde ich jetzt einfach mal die Schuhe machen. So, also während ich jetzt meine Schuhe gemacht bekomme von dem Herrn, das kostet auch nur 70.000, sitze ich gegenüber einem Laden, der heißt Maian 2. Und ich bin gestern hier schon vorbeigelaufen. Ich will das jetzt nicht filmen, weil da sind so viele Frauen drin. Und ich weiß nicht, was die da drin machen. Also es ist Massage, Haare, aber irgendwie machen die sich selber die ganze Zeit bereit. So sieht es jetzt aus. Es sieht cleaner definitiv aus. Ich merke aber auch natürlich, dass es alles feucht ist jetzt, also durch das, was er gemacht hat. Ich denke, das war jetzt keine gute Arbeit, aber sei es drum. Er ist jetzt 70.000 Dong reicher für diese Dienstleistung. So, was ja dann auch immer passiert, wenn ich dann so am Tag bin, egal wo ich jetzt gerade einen Kaffee trinke, Cappuccino oder einen Tee, dass ich dann ganz, ganz oft Kommentare mache. Das gehört also mit zu dem Leben dazu, wenn man jetzt Content erstellt für YouTube oder andere Plattformen, dass man sich Zeit nimmt, um die Kommentare zu machen. Das mag der ein oder andere mehr machen oder weniger. Der Sammy und ich haben uns entschieden, dass wir eigentlich alle Kommentare beantworten oder auch blocken, wenn sie unsere Leute beleidigen oder sowas. Und das sieht dann so aus, dass wir eigentlich hier reingehen. Seht ihr zum Beispiel, Mr. Valhalla hat mir was geschrieben, dann der Christina Franke hat mir was geschrieben, sehr schön. Und da gehe ich jetzt rein und werde die Fragen beantworten, versuche das Bestmögliche zu geben, um zu antworten. Denn der wichtigste Part ist, wenn man sich schon ein Video anguckt von uns und sich dann noch die Zeit nimmt zu kommentieren, dann hat es auch unsere Aufmerksamkeit verdient, dass wir darauf antworten, so gut es geht. Wir können natürlich nicht auf solche Heavy-Fragen antworten wie eine ganze Reiseplanung, das machen wir dann auch nicht. Das mache ich meistens ein Herz ran, damit es dann aus meinem Sichtfeld weg ist. Aber wir geben uns schon echt Mühe, auf jede Kommentare zu antworten. Und wir haben ja auch 3 Kanäle, zumindest da, wo ich die Kommentare mache. Das ist ja Sammy und Markus, Deutsche im Ausland, Sammy und Markus Vlogs und mein eigener Kanal, Markus Hellwig. Und das nimmt dann schon am Tag, je nachdem wie die Videos rauskommen und Fragen gestellt werden oder Kommentare, letztendlich sind ja nicht immer nur Fragen, kann das schon am Tag 1 Stunde bis 2 Stunden in Anspruch nehmen. Jetzt melde ich mich gerade nochmal zurück, weil wenn ich hier sitze, hier kommen so viele Leute vorbei und jetzt ist das so, dass die Person, der geht es anscheinend nicht so gut, der fragt mich nach Geld und wegen Essen oder so ein Kram. Und dann habe ich es einfach so gemacht, weil ich gebe keinem Geld raus, also ganz, ganz, ganz selten. Habe ich gesagt, hey, das Einzige, was ich dir anbieten kann auf meinem Englisch natürlich, das wurde dann übersetzt, Gott sei Dank von ihm wurde das übersetzt, dass er sich hier was bestellen kann auf meinen Nacken. Und sie macht das jetzt gerade fertig, dass er irgendwas hat und wenigstens auch einen guten Tag hat, wisst ihr? Ja, ich habe es geschafft, ich habe den Laden gefunden und die sind, also für meine Zwecke sind die perfekt ausgerüstet und das absolut, deswegen muss ich jetzt schon sagen, mega Geheimtipp der Laden. Ich weiß nicht, was es kostet, aber die haben noch ein paar mehr Sachen. Also das, was man jetzt braucht, wenn man jetzt hier leben möchte oder so, dann ist das, glaube ich, ganz gut. Ich habe mir jetzt 12 Mal dieses Premier Protein und ich glaube, die haben das nicht mehr, oder? Jetzt hat sie mir 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich glaube, die haben nur 10 Stück. Aber gut, auch 10 Stück sind besser als gar nichts. Werde ich euch reinpacken. So heißt der Laden. Wenn ihr in Saigon seid, The Beast. Und stattet dir mal einen Besuch ab. Das sind, glaube ich, sehr freundliche Leute. Bisschen ab von den Wegen. Aber man muss seine Leute unterstützen hier aus der Fitnessindustrie. So, ich bin angekommen in der Buddha Bar. Hier irgendwo in Saigon. Da, wo mich der Oliver hingeschickt hat. Ich gehe mal davon aus, dass er gleich irgendwann kommt. Ich gehe jetzt mal kurz rein. Aber es kann auch sein, dass er schon da ist. Ich werde mal sehen, was sich heute alles ergeben wird. Aber das ist die Buddha Bar. Hey, ich bin endlich angekommen. Ich bin jetzt hier in der Buddha Bar. Und das ist so mit vielen, wie soll ich das sagen? Also zeige ich euch lieber mal. Ob das jetzt Billardspielen ist, dann habe ich da vorne auch einen Kicker gesehen. Das ist wahrscheinlich so eine, ich war ja noch nie wirklich in der Bar. Aber ich warte jetzt erstmal auf den Oliver.
Der müsste ja irgendwann jetzt gleich kommen. Wir haben 18:30 Uhr gesagt. Ich bin natürlich in deutscher Manier schon 18:24 Uhr hier. Und dann wollen wir mal gucken, wann er endlich eintanzt. Hab den echt noch nie gesehen, deswegen weiß ich nicht. Vielleicht trägt er auch eine Rose zwischen den Zähnen, damit ich ihn erkennen kann. So, das war jetzt die Buddha Bar. Ich habe euch natürlich nicht viel gezeigt. Wir sind jetzt auch wieder raus. Und dieser junge Mann hier, das ist der Oliver, von dem ich euch erzählt habe. Der ist sogar verheiratet und wird demnächst Vater. Aber der bringt mich jetzt erstmal irgendwo hin. Wo geht's hin? Taudien ist die Ausländer-City hier, basically. Und ja, da zeige ich dem Markus mal ein paar Bars. Er trinkt ja keinen Alkohol, aber ich zeige es ihm trotzdem mal. Ja, das wird interessant. Ja, vielleicht noch einen Donut essen. Eine kannst du ja auch nicht. Ja. Ich bin ja so auf Diät hier, obwohl ich vorhin Fleisch gegessen habe. Und der Oliver hat auch einen YouTube-Kanal. Er bespielt ihn noch nicht so häufig, aber ich hoffe heute durch das Gespräch, was ich mit ihm hatte, dass er vielleicht wieder ein bisschen mehr Motivation hat. Weil der Junge, der lebt hier schon eine ganz schön lange Zeit in Saigon oder Ho Chi Minh Stadt und weiß eigentlich viel, viel mehr als ich über diese Stadt. Und vielleicht ist es interessant. Wenn du Content machen würdest, welche Art Content machst du? Ja, also ich würde gerne Essens-Content machen. Ich liebe Essen. Ich esse für mein Leben gerne. Und ja, wenn ihr mehr Essens-Content sehen wollt, dann kommt auf meinen Kanal. Ich werde auf jeden Fall vielleicht häufiger als alle 9 Monate mal ein Video machen. Das wäre aber zu Nach dem wünschen. Gespräch heute vielleicht einmal monatlich traue ich mir zu. Dann, ja. Sprichst du eigentlich Vietnamesisch? Ich spreche genug Vietnamesisch, um so durch meinen Alltag zu kommen. Und meine Frau ist ja Vietnamesin, ihre Eltern sprechen nur Vietnamesisch. Ja. Und das ist halt unsere Sprache, die wir dann zusammen sprechen. Geil. Ja. Ich freue mich jetzt erstmal auf die Barstraße. Hier sollen die Puppen tanzen auf den Tischen. Das ist ja genau das Richtige für mich. Da müssen wir nach Bulvien gehen. Okay, das ist ja doch noch nicht hier. Also dann müssen wir woanders hingehen. Aber ihr wisst ja, ne? Alles nur für diesen Vlog. Es ist jetzt 20:34 Uhr. Normalerweise nur die, Schlafenszeit schon? genau, die Menschen, die mich immer wieder anschauen, überall auf allen Kanälen, die wissen, normalerweise müsste Helwig schon im Bett sein. Aber ich möchte mal sehen, in diesem Stadtbezirk, wie heißt der nochmal? Taudien. Taudien. Ja, Taudien. Hier wohnen normalerweise die Ausländer oder halt Vietnamesen, die sehr gut Englisch können. Hier ist es auch ein bisschen teurer als woanders. Aber ja, es ist relativ cool. Hier ist alles beisammen. Es ist ungefähr, es sind so 2 S-Bahn-Stationen. Hier fährt auch die Metro. Es gibt eine Metro in Saigon und 2 Stationen davon sind Taudien. Und ja, hier gibt es eigentlich alles. Also Bars, Essen, japanische Restaurants, koreanische, vietnamesische, also alles. Das wird sich schon lohnen, wenn man jetzt sagt, ich möchte mal eine längere Zeit in Saigon leben, dass man dann hierher kommt. Ja, also die meisten Leute wohnen sogar hier. Also die Leute, die herkommen, die holen sich ein Airbnb hier Ja. und fahren dann ab und zu ins Zentrum mit der U-Bahn, weil das halt hier einfach ein bisschen gechillter ist, weil im Zentrum ist halt zu viel los. Ne? Ey, und ich bin schon einmal mit dieser Metro gefahren. Super schnell, günstig, finde ich jetzt super gut. Wie lange müssen wir noch gehen für diese Straße? Die müsste jetzt gleich kommen hier. 2 Minuten laufen noch. Ah, okay. Ihr seht aber, hier ist auch ganz schön gut Verkehr. Hier gibt es auch eine International Deutschschule. International Deutschschule, also German English kannst du hier lernen. Warst du schon mal in Bulvien? Ja, war ich. Also einmal in der Pasteurstraße. Nee, wahrscheinlich schon, aber ich bin nur mal spazieren gegangen. Okay. Aber das ist dann, Pasteurstraße ist da, wo die ganzen ja, die Frauen ihre Dienste anbieten. ja, nee, sowas, da war ich ganz bestimmt nicht. Okay. Ich auch noch nie. Ja, Markus an seinen Grenzen hier schon wieder. In Saigon wird er hier schon richtig reingelockt da in die Straßen. Aber ich freue mich, wenn wir gleich da sind. So, wir sind jetzt hier in der sogenannten Barstraße. Hier geht es auch schon zur Sache in der Pasteur Street Craft Beer. Live Die ist sehr bekannt, die Bar. Aha. Die gibt es überall in Saigon mit Craft Beer. Ist auch sehr gut besucht. Oh. Live-Musik ist ja nicht so meins, muss ich immer sagen. Ein Juice-Laden wäre ja auch genau das Richtige hier. Und dann haben wir hier ein 86 Proof. Der sieht edel aus, der Laden. Was ist das für einer? The Racha Room. Sieht ein bisschen aus wie so Jazz oder so. Ja, das ist sehr interessant. Massageläden, traditionelle Restaurants. Ah ja, und hier gibt es sehr viele Koreaner. Also, Das ist, das ist nicht der Koreanerbezirk. Der Koreanerbezirk ist in Distrikt 7. Aber die Koreaner breiten sich halt überall aus und packen ihre Läden überall hin. Ich habe sogar einen Freund, der hat ein koreanisches Restaurant hier in der Nähe.
Flying Pig ist auch sehr bekannt. Was kann man da machen? Das ist auch einfach nur betrinken. Ah, okay. Aber ich finde es gut, dass du wenigstens hier in der Ecke was hast. Wenn man jetzt wohnen würde, dann brauchst du gar nicht in die Stadt reinfahren, weil das sind ja auch noch mal ein paar Minuten. Ne? Oh nee, also Leute, die hier wohnen, sind Ja. dafür bekannt, dass sie nie woanders hingehen. Oh, geil. Ja, der Donutladen hier ist sehr gut. Crispy Donuts? Oh mein Gott. Ich gucke da jetzt mal rein. Vom Angucken kriege ich bestimmt schon Kalorien. Das ist der Laden, der sagt, der soll super sein. Oh, schade, die produzieren gerade keine. Sonst hätte ich das gerne mal gezeigt. Ich gehe mal rein. Gib mir mal kurz eine Minute, Olli. Oh, guck mal hier. Es gibt einen Pizza-Donut, einen Juso-Donut und ein anderes Milk-Donut. So sieht die Karte eigentlich aus. Krass. Kann man nehmen? Okay. Aber sie ist nicht so groß hier, ne? Also das muss hier vorne schon wieder gleich zu Ende sein, oder? Ja, also da hinten gibt es noch ein paar Restaurants, aber ja, es ist nicht so groß, es ist halt relativ verteilt hier auch. Ja. Hier sammelt es sich ein bisschen an. Ich glaube sogar, einmal im Monat ist die ganze Straße komplett gesperrt für Motorräder. So war es zumindest vor 2-3 Monaten. Weiß nicht, ob sie es wieder geändert haben. Ja. Oh, das ist auch ein interessantes Restaurant. Lao Nam Tien Nien. Das wäre doch was für dich mit dem ganzen Fleisch. Ach, eigentlich nicht schlecht. Die sagen hier, 260.000 gibt es. Für sowas hier. Okay. Ashima. Ach komm, ja, wer kennt's nicht? Haha, das ist eine Kaffeekette. Gibt's auch bei uns in Da Nang. Gibt's auch in Hanoi. Sehr, sehr berühmt. Zumindest berühmt, weil ich es immer überall sehe. Ja, die haben sogar einen Pool hier drin noch. Cool. Das ist aber Oberklasse hier. Also ab wann geht's hier wirklich los, Oliver? Wenn man jetzt mal hierher gehen möchte. Also ich sag mal, hier ist ungefähr bis so von jetzt bis 11 ungefähr. Und dann gehen die Leute normalerweise Party machen im Zentrum. Also hier ist mehr so Pre-Drinking, bisschen Anwärmen. ja, anwärmen, Finde ich ja, interessant. paar Cocktails, paar Bier und dann geht's ab ins Zentrum. Nein. Aber wir sind jetzt gerade hier so rumgetrottet wie so ein altes Liebespaar. Und dann führt er mich zu einem Spot, da würde ich auch ein Date hinführen, aber ihr wisst ja, ich habe ja keine. Das ist wohl der schönste Aussichtspunkt auf die Landmark, oder was ist das? Auf das Landmark Building. Und das zeige ich euch jetzt mal. Ja. Ich hoffe, das kommt auf der Kamera so gut an. Also in echt sieht das echt, in echt sieht das wirklich super aus. Ich gehe mal ein Stückchen näher ran, auch wenn das wahrscheinlich nicht so viel bringen wird. Das ist die Landmark. Was sind das für Gebäude da hinten? Das ist ja, ich glaube, Winhomes, einfach Apartment Buildings. Ah. In dem Landmark Building kann man auch Apartments mieten, aber ganz oben ist eine Bar und Ja. ein Café. Und ja, ich glaube, das Landmark Building ist, ich glaube, das 9. Gebäude auf der Welt. Bin mir nicht ganz sicher. 8 oder 9 größte Gebäude und das größte in Vietnam. Ja. Ich glaube, es sind 80 oder 90 Stockwerke, bin ich mir nicht sicher. Brutal. Hello, hello mọi người, hello. Vianstraße. Es ist saulaut hier. Da heute, links und rechts. Hello, my German friends. How are you? Thank you. See you. See you. See you. All right, See mate. you Good to tomorrow, see you. yeah? All right, buddy. All right, take it easy. Take it easy.